Jetzt bin ich gespannt auf den Sonnenaufgang. Wir sind jetzt ganz früh im Berg und versuchen da jetzt von hinten gleich hochzugehen. Wir laufen jetzt noch 1,5 Stunden hoch und pirschen dann diese Richtung immer den Hang entlang, oberhalb der Baumgrenze und schauen mal, was der Tag bringt. Aber jetzt ist die Stimmung ja schon wieder so unfassbar. Wahnsinn. Sag mal, wenn wir jetzt, wir sind ja relativ früh aufgebrochen, gibt es jetzt eine Uhrzeit, wo man sagt, das Gamsbild wird aktiv, weil nachtaktiv sind die doch eigentlich eher nicht, oder? Ja, nachtaktiv nicht, ja, mei, so um Sonnenaufgang sind sie ja meistens in Bewegung, kurz, so eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang. Ja. Hast du den Mond gefilmt, Mikey? Es scheint der Mond so hell. Das Geheimnis ist, nicht stehen bleiben. Immer weiter, einen Schritt nach dem anderen und hoffen, dass man überlebt. Und versuchen, mit dem Bergjäger mitzuhalten. No chance. I doubt it. Bist gestern auf Nacht noch joggen gewesen? Ja. War heute so mir durch. Halbmarathon. Schon allein. Mir ist Gott schlecht. Liegt das an den Höhenmetern? Wirklich, mir ist Gott schlecht. Aber nicht, dass das an die Bier liegt. Ich habe 2 Bier getrunken und eine Marille. Aber wir haben ja noch keine Höhenmeter gemacht. Das sind doch schon wieder 300. Das musst du jetzt sagen für die jetzt Kamera. Runter. Gib mir noch 1 Minute, dann geht's weiter. Aber es ist so hammergeil. Wir gehen jetzt da so raus. Ja. Geht das so Tadel raus. Ja. Und vielleicht, dass wir da dann mal ganz irgendwo singen. Ja. Da geht das so ein Steig. Ja. Gehen wir jetzt um mich. Ich bin fast immer dicht hinter dir. Probieren wir noch einmal. Und sonst müssen wir jetzt kurz noch was trinken, wenn es dann nicht besser wird. Nein, das passt schon. Das war was gefrühstückt. Nee, ich kann nicht morgens nicht. Sieht man mir nicht an, aber fällt mir schwer. Mit gestern nicht zu vergleichen. Merkt mich wert. Alles für die Show. Jetzt müssen wir echt ein bisschen weitergehen. Ja.
bremsig, aber schaut mal noch nicht so nach irgendwas aus. Machen wir mal eine kurze Verschnaufpause, dass der Bene sich wiederholen kann. Geht's dir gut? Ja, ja. Aber so einen Untergrund kannst du bei uns auf einer Heide auch nicht trainieren. Gehen die Gämse hier auch schon mal in die Wand, oder nicht? Eher selten. Also, man hat immer das Bild, dass eine Gams in der Felswand steht. Sie stehen meistens am Felsfuß, in den Schotter da drinnen. Da finden sie ja Gras. Ja. Da ist ganz ein spezielles Gras. Und wenn sie einmal flüchten, auf Gefahr, dann gehen sie in den Fels rein. Ah, okay. Aber auch wenn zum Beispiel die Gams jetzt da vom Sommereinstand im Wintereinstand geht, kann es schon vorkommen, dass sie da raufgehen. Aber meistens haben sie Wechsel wie so über so Jöcheln. Also sie gehen nicht direkt über den spitzigsten Grad. Sie machen sich schon auch ein bisschen feiner. Bene. Da vorne ist die erste Gams. Du musst mit dem Fernglas schauen. Im Schotter. Der Felsen. Und dann ist der Schotter. Und ziemlich oben, da ist ein bisschen weiß im Schotter, aber so hell. Da steht eine Gams. Da sind jetzt sicher mehrere. Okay. Oh ja. Zieht zu uns raus. Ja. Schau, jetzt kommt das an. Das ist jetzt wieder so ein Beauty-Shot für die Kamera, oder Mikey? Wahnsinn. Ist das irre? So, wir haben jetzt Gamsfeld im Anblick. Wir haben bei 1200 Metern heute Morgen gestartet und sind jetzt auf 1850 circa. Ein paar Meter haben wir schon geschafft. Irre. Hast du die zwei Gas gesehen? Ja. Zwei Gas mit Kitz. Ja. Und eine hat ganz kleines Kitz. Also Ist deutlich kleiner. nicht normal für die Zeit, wahrscheinlich spät gesetzt. Ja. Das andere Kitz ist doppelt so groß. Das andere. Das größere Kitz ist doppelt so groß, das kleine so. Schätze ich, wird noch keinen Monat alt sein. Ach krass, ja. Kommt das denn durch den Winter? Kommt ein bisschen auf den Herbst drauf an, auf den Winter, auf den Start vom Winter. So ein Pfiff, Warnsignal. Es geht natürlich jetzt, die Sonne scheint schon her, der Wind geht schon ein bisschen auf. Und die Gas mit Kitz sind immer recht empfindlicher. Ja. Also sie sind sehr vorsichtig. Und ist es jetzt so, weil die da oben pfeift, dass die ganze Bühne da oben leer ist? Muss nicht sein. Kann passieren, muss aber nicht sein. Müssen wir einfach mal die Lage checken. Ich schau mal die gerade mal an, gell? Zum Schießen so nicht möglich, es ist kein Kugelfang dahinter. Da muss man immer schauen.
wir jetzt auf 250 Meter. Ja, eine gute Distanz, aber so wie ich das beurteilen kann, sind die nicht sehr alt. Das ist ein junge Gas. Ja. Und das erste ist das die dunkle ist die Mutter und dann ist noch eine, die ist kalt. Da bin ich mir jetzt so ganz. Da hängen die Lauscherspitzen. Beide Spitzen vom Lauscher hängen so runter. Ach, das. Und da mal Ammunition rein. Jetzt gehen wir da noch 10 Meter vor. Dann messt ich noch mal und dann schauen wir, eine war zum Schießen. Ganz unten steht die dunkle. Ja. Dahinter steht der Geiß. Ja. Und links steht das Kritz. Ja. Die dunkle Geiß ist die mit dem Kritz. Ja. Die, was hinter der dunklen steht, die wäre passend. Ja. Die Distanz ist 210 Meter. Okay. Also am Blatt anheben. Ja. Wenn es dir geht, schießt sie. Da war drüber. Drüber? Ja. Die erste ist es. Soll ich nochmal? Ja, wenn es geht. Du musst das nicht nehmen. Hey, das da. Das ist der Baum. Warte mal. Ja. Ich sehe sie nicht so. Sie gehen da runter. Die erste wär's. Die erste. Hast du gesichert? Ja. Warte. Drüber, ich hab die Waffe lag ganz ruhig. Sie werden da drüben ausziehen. Leg dir mal anders her. Hast du gesichert? Ja. Scheiße. Da oben sind sie. Ja, ist ja viel zu weit. Ist weit jetzt, ja. Gesichert hast du, oder? Ja. Ich lade jetzt auch mal. Sehen, wir haben uns dann bis auf 200 Meter rangepirscht. Stefan hat mir eine perfekte Auflage bereitet. Die Waffe lag wirklich wie im Schraubstock eingespannt. Hab gespannt, eingestochen, war super ruhig auf dem Stück. Und dann spritzt es 10 cm über der Gams. Also ich habe sauber gefehlt. Es nervt mich brutal. Die Stimmung ist gerade am Tiefpunkt. Es tut mir unglaublich leid, auch für den Pirschführer, der uns hier diesen perfekten Morgen bereitet hat. Und dann verkackt der Schweden das nervt mich brutal. Absolut. Das einzig Positive ist, dass Stefan sie noch eine ganze Zeit lang beobachten konnte und die Geiß, Da bin ich mir sicher. Ja. also, definitiv nichts abbekommen hat. Das ist das Positive, aber ja, jetzt müssen wir erst mal gucken, wie die Stimmung wieder gehoben wird, weil das scheiße.
steht hier die nächste auf 400 Meter. Da ist man natürlich noch deutlich näher dran. Aber ich weiß gerade gar nicht, ob ich nochmal schießen würde. Ja, das ist ein Gamsbock. Gamsbock Klasse 2. Den werden wir jetzt eher nicht schießen. Das ist eher schon Klasse bei uns. Der ist recht gut veranlagt da. Oder Trophäen vom Wildbrett und der kann am Leben bleiben. Mensch, der soll umgassen. Da ist ein Alter dabei. Wo ist er denn? Biene! Was hat denn der, sag mal? Das ist ein Bog. Ah, es ist schon zu weit. Scheiße! Zu langsam. Zu langsam. Okay, Scheiße! Da ist ein alter Gams, der was verletzt ist. Aber das sind 300 Meter. Ja. Da sind 4 Gams benannt. Ja. Und unten stehen 2. Eine schaut nach links, eine dunkle. Ja. Und eine rechte, die was so spitz von hinten ist. Ja, und alt. Und die humpelt ein bisschen. Aber das sind 300 Meter. Jetzt sind 5 Gams benannt. Siehst du die schwarze, die was nach links schaut? Und die was dann so schräg so hingeht. Oben sind 3. Jetzt geht eine runter zu der. Du musst mal mit dem Fernglas schauen, der da hinten links humpeln. Jetzt steht sie in der Mitte drinnen. Sie schaut nach rechts runter. Jetzt schaut sie nach links rauf. Mit dem Weitloch zu uns. Der humpelt. Siehst du das? Das ist ein Gamsbocker, Alter. Der hat den linken Hinterlauf, was. Wenn wir jetzt da reingehen, dann laufen sie noch weiter raus. Jetzt lassen wir sie mal beruhigen. Boah, da fällt der Lauf vorne. Da fällt die Vorderschale. Da rein quer raus. Da eine Kugel rein. Die müssen wir jetzt schießen, und wenn es 300 Meter sind. Probieren jetzt, schau, da unten sind so große Steine. Da unten. Da. Ja, da gehen wir jetzt runter. Ich weiß nicht, ob es da leidet. Bleibst bei mir, das muss jetzt echt schnell gehen. Ja, ich versuch's. Ich kann es nicht versprechen. Jetzt musst du mit Waffen vorgehen. Rucksack mitnehmen. Mit, ja. Nicht so viel ruhig bewegen. Der hat da einen Vorderlauf ab. Der ist nicht mehr vorhanden. Meter. Komm mal schön durchschnaufen. Die letzte Gams ist 290. Am Ziehen wir anheben. Darf ich mal schauen?
am Ziemer anheben, gell? Voll auf dem Rücken. Ja. Oder oberhalb. Nein, auf dem Rücken. Wenn du schierst, sagst du mir's. Möchtest du sie abdrehen lassen, oder? Ja, Ja. Ja. Na, wie viel fällt die Kugel? 32. Ja, also schon mindestens also am Zimmer, gell? Eher schon 1-2 Zante über dem Zimmer. Okay. Jetzt, wenn's geht. Sauber. Laden nochmal ein. Mal einen Schuss hat sie drauf. Wahrscheinlich hoch. Na, laden noch. Jetzt haben wir sie, passt. Sie fällt runter. Meine Hand, super. Hey. Die gehört uns. Ma, Beine gewaltig. Die haben wir erlöst. Hey. Wow, ein Traum. Hey. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ich sehe sie noch. Sie liegt. Ja? Ist tot? Boah, leck mich fett. Nicht zum Vergleichen. Leck mich fett. Wie bei euch daheim mit den Rechten. Und gerade so was jetzt, das war echt saudumm, wenn es nicht durch wäre. Ist sie dann auch alt? Sie war einmal grau. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob das durch die Verletzung ist, dass die da so. Aber es müssen schon eine ältere Gams sein. Und das kann auch nicht die Gams sein, die wir vorhin beschossen haben. Nein. Es ist eine alte Verletzung, da ist der Fuß richtig. Ja. Hast du das gesehen? Ja, so Er fehlt und andeutungsweise. das ist wieder verwachsen. Ja. Aber wie wir da oben angeschaut haben, ist irgendeine Gams so krumm weggelaufen. Ja. Und dann habe ich sie angeschaut und habe gesehen, weiße Zügel. Dann habe ich zuerst nicht, was die hat. Und irgendwann, die war vielleicht ein bisschen eingeschlafen am Fuß. Ach so. Das passiert auch oft einmal. Aber die hat eine Verletzung vom letzten Jahr oder so. Oder vorletzten Jahr. Und also sie sein müssen jetzt ein älterer Gamsbock. Alter. Das siehst du, wie das dann schnell geht. Gell? Schau mal die Kulisse an. Ja. Ha, entschuldige. Aber schon das intensivste Jagderlebnis, was ich bisher hatte. Schon? Ja. Dann erst noch mit dem Fehlschuss da. Und jetzt das hier. Die Gams ist schon mal verändert, sie liegt da drüben. Ja. Wie viele Meter waren das jetzt? 300 genau. Ich habe auf meine Uhr geguckt, dass ich unter 110 Puls komme. Und ich habe noch mal eben extra durchgeschaut und mir ist vorgekommen, die Auflage wirklich ganz gut. Deswegen habe ich gesagt, tu das noch rein hinten. Die Auflage war vorhin auch perfekt. Ja, aber du Das hast ist dich nicht so genauso. richtig konzentriert. Das- ja. Und der Pulsschlag noch ein bisschen das zu locker genommen. Man unterschätzt das. Die Gams liegt und jeder, der schon mal im Berg war, weiß, dass jetzt die Arbeit tatsächlich beginnt. Ja. Die Gams, Stefan beschreibt das mal eben, die liegt jetzt ja schon ziemlich nah und wir Ja. hören zwischendurch schon mal, dass hier Steine runterfallen. Worauf kommt es jetzt? Ja, es ist jetzt Ja. eigentlich recht schnell gegangen. Durch das, dass die eine Verletzung gehabt hat, die Gams. Und wir jetzt da recht schnell reagieren haben müssen. Sie liegt jetzt da drüben bei der Schotterreisen unter der Felswand. Und jetzt darf ich sagen, dass man schaut, dass man zur Gams rübergeht und sie dann einfach gleich wegnimmt vom Felsfuß, weil es könnten da recht Steine runterfliegen und das ist dann ein bisschen unsicher da drüben länger verbleiben. Ja. Deswegen glaube ich, wird es jetzt gut sein, wenn wir sie holen, Ja, da herbringen und dann da aufbrechen. super. Boah, hier komme ich gar nicht voran, Maiki. Hier wird mir auch schlecht. Boah.
Wenn du hier abschmierst, ist es das gewesen. Oh, da komme ich so schnell nicht hinterher, Mikey. Boah, nee. Wahnsinn. Alter Gamsbock, Laufverletzung. Da sieht man die Laufverletzung. Ein 10 Jahre alter Gamsbock. Er liegt jetzt da in einem recht unsicheren Gelände. Jetzt werden wir ihn schnell auf einen sicheren Platz rüberbringen, damit wir ihn aufbrechen können. Und dann können wir uns das genauer anschauen. Der Bene steht noch drüben. Ich glaube, er wartet eine Weile auf uns. Da sieht man dann genau das Alter. Man kann das an die Jahrringe zählen. Da ist immer der erste Ring. Nach ungefähr 3 bis 4 cm der zweite Ring. Nach 2 bis 3 cm der dritte Ring. Dann ist 1 cm noch der vierte Ring. Und dann ist der 5. Ring. Der hat nochmal ungefähr einen halben Zentimeter. Und ab dem 5. Lebensjahr beginnen die Millimeterring. Da sind wir dann bei 6, 7, 8, 9. Und sie ist 9 Jahre voll im 10. Das freut mich, Bene. Schön, das freut mich, dass es dich freut. Ja, ich bin die Schussdistanz war jetzt wirklich nicht leicht auf 300 Meter. Normal schießen wir nicht auf 300 Meter. Ja. Normal bleiben wir bei die 200, 220. Ja. Aber durch die Laufverletzung kann man die nicht laufen lassen. Ja. Und sowas muss man auch immer bevorzugen. Also, wenn man da andere Gams sieht, gerade weil sie eine bessere Trophäe hätten oder weiß nicht, je nachdem, aber sowas muss man einfach schießen. Das ist wichtig, das gehört dazu. Jetzt darf ich sagen, wenn wir gleich mal abfliegen da, weil das ist ein bisschen zu gefährlich mit Steinschlag. Ja, Bene, was soll man sagen? Alter Gamsbock, bergige Kulisse, bergiges Gebiet. Richtige coole Sache. Ja, das freut mich richtig. Ja, mich auch. Dazu möchte ich dir jetzt noch ein kräftiges Weidmannsheil wünschen. Den letzten Bissen hat sie schon gekriegt. Weidmannsheil. Weidmannsdank. Super gemacht, Stefan. Na, du vor allem. Mit dem Drama erst vorher und dann. Ja, echt ein bisschen Aufregung. Es ist doch gut ausgegangen. Ja. Aber du hast auch schon eine besondere Beziehung zu deinem Wild hier, ne? Ja, natürlich, wenn man da immer da ist, jeden Tag im Jahr. Ja. Ja, also es ist schon was Besonderes und ich meine, es sind natürlich alle Wildtiere etwas Besonderes, aber die Gams bei uns da ist halt schon nochmal was Spezielles, auf das was man halt schon schauen soll da. Ja. Stellen wir den da auf, bitte. Ja. Jawohl. Nimmst du am besten mal so. So, ist klar. Dann fadel ich mal das ein, ohne alles voll Schweiß. Dann sehen wir, dass das Haupt nach vorne geht. Ja, dran sind wir mal. Ja. Ja, denke ich, oder? Ungefähr ist nicht gefähr. Ja, passt. Heme. Zur Hütte. Boah, wird auch wieder richtig schön warm. Jetzt zur Mittagszeit. Mikey, du sollst mich nicht mehr filmen. Offiziell trage ich doch die Gams nach unten. Nein, ernsthaft, ich habe es versucht. Und nach 20 Höhenmetern hat Stefan liebevoll mich angeschaut, so, und mir gesagt, dass es doch besser ist, wenn er sie trägt. Sonst wird es vielleicht dunkel, bis wir zu Hause sind. Es ist wirklich so eine krasse Erfahrung. Ich habe ja wirklich noch versucht, mich vorzubereiten. Aber es ist nicht vergleichbar. Und es war jetzt
immer noch nicht die Profitour, die die Jungs sonst gehen. Aber auch an dieser Stelle möchte ich einmal fett betonen, dass wir das geilste Kamerateam der Welt haben. Ohne Frage. Maiki, du bist sogar an dem Berufsjäger im steilsten Hang noch vorbeigelaufen, um von vorne Aufnahmen zu machen. Es war nicht sehr motivierend in der Situation für mich, aber es ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Und immer wieder hier in diese Kulisse schauen. Stefan ist schon wieder 200 Meter vor. Selbst der Abstieg ist echt anstrengend. Und mir läuft die Suppe aus jeder Pore. Wahnsinn. Ich freue mich sehr auf eine kalte Dusche und auf ein kaltes Hopfengetränk. Das wird ein Fest. Mhm.